Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir haben uns lange nicht gesehen, weil ich im Urlaub war. Jetzt bin ich wieder da und kann euch frischen Content präsentieren. Und ich habe auch eine Weile hin und her überlegt, was denn das erste Video nach meinem Urlaub sein soll. Aber ihr habt mir da definitiv eine Steilvorlage geliefert, denn einige von euch haben mir Privatnachrichten auf Instagram geschrieben, mich in Kommentaren getaggt und gefragt, ob ich denn nicht den neuen Toner von Balea testen könnte. Und zwar ist das der Balea Beauty Expert Hydration Toner und selbstverständlich habe ich ihn mir gekauft. Und warum ich finde, dass dieser Toner etwas ganz Besonderes in der Drogerie ist, möchte ich euch heute näher erklären und ich werde den Toner auch mit dem Isana Liquid Moisturizer vergleichen und euch einfach noch so ein paar Tipps mitgeben, welches der Produkte zu welchen Hautbedürfnissen am besten passt. Beide Produkte lassen sich wunderbar miteinander vergleichen, weil sie ähnliche Ziele verfolgen, denn sie sollen der Haut Feuchtigkeit zuführen und sie auch unter Umständen beruhigen. Allerdings gibt es natürlich Unterschiede innerhalb der Formulierung und auch innerhalb der Performance. Der Balea Beauty Expert Hydration Toner ist tatsächlich ein Toner, also es ist ein sehr, sehr wässriges Produkt und kommt auch in so einer Flasche mit Schraubverschluss und kleiner Öffnung daher, was ich persönlich jetzt nicht so toll finde, weil ich es bei super wässrigen Tonern lieber mag, wenn das Produkt in einem Behältnis vorzufinden ist, das einen Sprühkopf hat. Deshalb habe ich mir den Toner in solch eine Sprühflasche umgefüllt und sprühe mich sozusagen dann jedes Mal damit ein. Das ist halt nicht nur angenehm, also zumindest nach meinem Empfinden, ich persönlich mag das einfach extrem gerne, sondern man spart auch noch einiges an Produkt ein, wenn man es eben nicht auf ein Wattepad drauf tut. Und ich finde halt auch, dass man diesen Toner nicht so gut mit den Händen einarbeiten kann, weil er extrem wässrig ist. Das ist beim Isana Liquid Moisturizer komplett anders. Das Produkt ist nicht komplett wässrig bzw. flüssig, sondern hat auch noch so ein ganz kleines bisschen Konsistenz, weshalb es sich auch mit dem Pumpspender recht gut dosieren lässt. Die haben übrigens auch die Verpackung verändert. Die Inhaltsstoffe sind gleich geblieben, aber das Verpackungsdesign wurde einfach angepasst, was ich persönlich einfach ein bisschen schicker finde. Aber ansonsten hat sich am Produkt selbst nichts geändert. Also die Formulierung ist genau die gleiche geblieben. Ich muss allerdings sagen, dass ich bei beiden Produkten natürlich einen großen Unterschied wahrgenommen habe, was die Performance angeht. Ich finde beispielsweise den Isana Liquid Moisturizer relativ klebrig nach dem Antrocknen. Er lässt sich zwar auch ganz gut verteilen, weil er einfach nicht komplett flüssig ist, vor allem mit den Händen, aber nach dem Antrocknen ist das Produkt wirklich merkbar klebrig. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das absolut nicht stört und da freue ich mich selbstverständlich auch extrem für euch. Aber ich persönlich bin da einfach kein allzu großer Fan von. Es gibt zwar hier und da Produkte, bei denen ich Ausnahmen mache, weil sie einfach so einen wunderbaren Effekt auf meine Haut haben, aber das konnte ich zumindest bei dem Isana Liquid Moisturizer jetzt nicht so feststellen, weshalb er einfach auch jetzt kein wichtiger Teil meiner Skincare-Routine ist. Der Balea Beauty Expert Hydration Toner ist im Gegensatz zum Isana Liquid Moisturizer weniger klebrig. Es kommt selbstverständlich auch extrem darauf an, wie viel ihr von dem Produkt auftragt. Aber wenn ich das Ganze mit dieser Sprühflasche verwende, dann habe ich keinerlei Probleme damit. Also man merkt zwar so ein kleines bisschen, dass das Ganze dezent sticky ist, aber es ist nicht auf diese sehr übermäßig spürbare Art und Weise und deswegen komme ich mit dem Toner tatsächlich wunderbar zurecht. Aber das ist meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt das Ausschlaggebende bei dem Balea Beauty Expert Hydration Toner, was ich besonders interessant finde. Klar, ich mag es, dass er nicht so extrem klebrig ist, im Gegensatz zu dem Isana Liquid Moisturizer. Aber worin sich beide Produkte unterscheiden, ist die Formulierung und auf die komme ich jetzt zu sprechen. Schauen wir uns die Formulierung beider Produkte an, dann fallen selbstverständlich Gemeinsamkeiten auf. Beide Produkte enthalten Feuchtigkeit
feuchtigkeitsbindendes Glycerin, aber auch feuchtigkeitsbindendes Betain, hautberuhigendes Panthenol und reizlinderndes Allantoin. Was ich aber bei dem Balea Beauty Expert Hydration Toner so spannend finde, ist, dass man hier auf einige hautidentische Inhaltsstoffe zurückgegriffen hat, die Teil der natürlichen Feuchthaltefaktoren der Haut sind. Diese werden auch als NMF bezeichnet, also Natural Moisturizing Factors, und diese NMF sind Teil unserer Hornschicht und sorgen einfach dafür, dass diese geschmeidig bleibt, dass die Haut schön prall aussieht und dass einfach auch die natürliche Barriereschutzfunktion der Haut erhalten bleibt. Zu diesen natürlichen Feuchthaltefaktoren unserer Haut gehören beispielsweise freie Aminosäuren, und auch in dem Balea Hydration Toner finden sich einige verschiedene Aminosäuren, wie beispielsweise Glutaminsäure, aber auch Arginin, und dann ist eben auch noch Urea ein Bestandteil der natürlichen Feuchthaltefaktoren, welches auch hier in dem Balea Hydration Toner enthalten ist. Die Pyrrolidon-Carbonsäure ist auch ein Teil der natürlichen Feuchthaltefaktoren unserer Haut, und auch diese wurde in dem Balea Beauty Expert Hydration Toner verarbeitet. Außerdem ist auch noch ein Laktat drin. Findet man auch natürlicherweise in unserer Hornschicht vor, und das Salz der Pyrrolidon-Carbonsäure. Das heißt, ihr seht, hier sind super viele feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe enthalten, die eben auch natürlicher Bestandteil unserer Haut sind, was ich super, super spannend finde und was ich auch total cool finde, denn solch ein Produkt hat man bisher in der Drogerie doch vergeblich gesucht. Deswegen finde ich das einfach auch so, so spannend, dass Balea hier schon so ein bisschen was Neues ausprobiert hat, also etwas, was man jetzt nicht allzu oft in der Drogerie sieht. Im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass beide Produkte den Feuchtigkeitsgehalt innerhalb unserer Haut verbessern und die Barriereschutzfunktion unterstützen können. Aber wenn ihr die Klebrigkeit des Isana Liquid Moisturizers nicht so sehr mögt, dann könnte der Balea Beauty Expert Hydration Toner eine wunderbare Alternative sein. Ich persönlich mag ihn deutlich mehr im Vergleich zum Isana Liquid Moisturizer, weil er sich besser in meine Routine integrieren lässt und weil er sich auch nicht störrisch mit anderen Produkten verhält. Und was auch wichtig zu erwähnen ist, ist einfach, dass das Produkt von Isana schon ein größeres Potpourri an Actives enthält, die verschiedene Wirkweisen aufweisen. Hier ist beispielsweise noch Niacinamid vorzufinden, auch wenn wir nichts über die Konzentration wissen. Und hier sind noch Phospho sowie Sphingolipide enthalten. Also es ist jetzt nichts, was irgendwie negativ ist, aber wenn ihr vor allem auf Feuchtigkeit zielt und beispielsweise Niacinamid in eurer Routine nicht so gerne mögt oder das einfach weglassen möchtet, dann ist das ja auf jeden Fall eine gute Alternative. Das war's schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr vielleicht die eine oder andere Information für euch mitnehmen konntet. Lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da und abonniert meinen Kanal, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und falls ihr das Ganze nochmal nachlesen und verinnerlichen möchtet oder sogar noch mehr Informationen zu den Produkten haben möchtet, ich habe einen Blogpost verfasst und verlinke euch diesen Blogpost dementsprechend unten in der Infobox. Dann könnt ihr dort sehr, sehr gerne mal vorbeischauen und schreibt mir natürlich auch in die Kommentare, ob ihr eines der beiden Produkte bereits getestet habt, welche Erfahrungen ihr gemacht habt und welches davon ihr lieber mögt und warum. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!